Glück auf, liebe Freunde von BDCs, denn wir wollen uns heute mal mit einem BDC beschäftigen, Capital Source West, den ich in meinem Portfolio habe und der gerade Q2 2026 Zahlen veröffentlicht hat. Ja, richtig gehört, Q2 2026. Da sind wir nämlich, die haben ihr Geschäftsjahr beginnend am 1.4. Stimmt das richtig? Ja, das ist richtig. Und damit ist am 30.09.25 das Q2 2026 beendet. Immer ein bisschen kompliziert, wenn man darüber spricht, ist aber so. Erster Blick in mein Portfolio. Ich habe Capital Source West schon relativ lange im Portfolio. Erstkauf im November 21. Im Moment habe ich 550 Stück. Das ist ungefähr 10 Millionstel Anteile vom ganzen Unternehmen, die mir gehören. Letzter Kauf war Anfang diesen Jahres im Schnitt für 20 Euro gekauft. Heute gibt es das schon billiger. Spoiler. Also 11.000 Euro investiert. Der aktuelle Kurs liegt bei 20,43 US-Dollar. XIRR auf alle meine Käufe und die Dividenden, die ich kassiert habe in der Zeit, 14,5%. Im Moment gibt es 1,84 Dollar als Dividende. Ich gucke gerade mal auf die Formel, die ich da so hingeschrieben habe. Ja, ich glaube, das stimmt. Und der Kurs, Dividende, Kurs, der müsste eigentlich höher sein. Warum ist der hier so niedrig? I don't know. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. Hier stimmt irgendwas doch noch nicht. Also hier müsste ja eigentlich stehen 0,1934 mal 12 plus 0,06 mal 4. Das sind 12,5. Ja, so ist es richtig. Ja. Gut, dann haben wir die. Ich weiß, warum das nicht funktioniert hat. Ja, nee, das konnte ich ja nicht anders machen. Dann haben wir die Dividende, die ich pro Jahr erwarte, sind 1223 Euro, wenn man eben die 550 Aktien hält und den aktuellen Eurokurs da zur Umrechnung benutzt. Der Kaufkurs sind für mich 11,1% Dividendenrendite auf den Kaufkurs. Von gestern auf heute ging es bergauf. Das beinhaltet, glaube ich, auch noch nicht diese aktuellen Zahlen. Die sind erst nach Börsenschluss veröffentlicht. Und ich stehe, oh, der Dollar ist schon wieder gefallen, das finde ich gut. 1,12 ist mein Wunsch an den Weihnachtsmann. Kurs also 17,78, unter 18 Euro. Klar, ich stehe 1.200 Euro im Minus mit dieser Position, habe aber vorher mit Gewinnen auch schon welche verkauft, also ich glaube sogar 24 Dollar oder so, da habe ich mal Aktien verkauft, 2.000 Euro Gewinn gemacht und habe insgesamt schon 5.500 Euro Dividende aus dem Wert hier über die Jahre rausgezogen, was ja nun nicht schlecht ist, sonst kommt man auch nicht zu dem positiven XERR. So, dann die schnelle Umblende auf den Kursverlauf, das ist ja dann vielleicht auch interessanter. Ich sag mal, in der Jahresrückblick sieht es so aus, als gäbe es hier so ein bisschen Plateau, dann kommen die Trump-Zölle. Ich vereinfache das jetzt mal, dann hat es sich wieder gut erholt und dann gibt es jetzt die Angst, dass der Kreditmarkt in sich zusammenbricht. Und ich würde sagen, da hat man ungefähr 15% nachgegeben hier von 23. 10% wären 2,30, ja, ist ja ein bisschen mehr hier auf 19,50 runter. Sagen wir mal 15%. Vom Tiefpunkt ist auch schon wieder ein bisschen nach oben gewandert. Ja, kurzer Blick. Achso, ich wollte noch mal die 5 Jahre, genau, die wollte ich noch mal sehen. Da sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Wir hatten also aus der Corona-Krise herauskommt, ist der Wert recht hoch bewertet gewesen hier mit Rekord über 27,50, 28,34 haben wir hier als Schlusskurs sogar, den Wahnsinn. So, dann hat sich das ein bisschen beruhigt, als die Zinsen dann in 2022 erhöht werden sollten und dann ab hier auch erhöht wurden, rauschte der Kurs in den Keller. Das war so ein bisschen die Verrücktheit, dass man gesagt hat, warum sinken die Kurse, wenn die Zinsen steigen? Naja, zum einen werden die Zinspapiere, die man hält, vielleicht weniger wert. Auf der anderen Seite ist auch hier die große Angst vor Kreditausfällen gekommen, weil man gesagt hat, die Kunden können das ja gar nicht bezahlen, wenn die Zinsen jetzt so schnell steigen und so. Wenn das richtig gewesen wäre, hätten wir in der Zwischenzeit sehr viele Kreditausfälle gesehen, haben wir nicht gesehen. Dann hat man bemerkt, ach, ist gar nicht so schlimm, es ist wieder gut angestiegen und dann sind wir wieder in dem letzten Jahr Trump-Zölle und jetzt hier im Moment ein bisschen Angst vor. Also diese Bewegung sehen wir ja bei allen kredithaltenden Unternehmen, auch bei vielen BDCs, wenn nicht gar allen,
wird man hier diesen Abfall hier sehen und natürlich auch den Absturz hier in die ähm, Bekanntgabe der Zölle, weil man am Anfang auch gedacht hat, das betrifft sehr stark auch die Kreditnehmer von BDCs. Ich habe noch in keinem Earnings Call gehört, dass ein BDC gesagt hat, unsere Kunden sind dadurch sehr stark betroffen. Also es gibt dann immer mal einzelne Unternehmen, die man im Portfolio hat, die dadurch stark betroffen sind, aber das scheint eher so im Bereich 5% der Unternehmen zu sein. Und die gehen ja auch damit um und machen nicht ihre Werkstore am nächsten Tag zu. Gut, also, dann haben wir nochmal den Blick auf, ähm, ja, da bin ich jetzt gar nicht da, wo ich hin wollte. Capital Source West. Stimmt, das wollte ich vorher noch aufrufen, habe ich nicht gemacht. So, wir haben ein Buy-Rating von den Seeking Alpha Analysten mit 3,5, ist so ein bisschen hart an der Kante zum Hold. Und die Wall Street Analysten sind ein bisschen positiver, aber auch nicht so viel positiver. Das muss man auch mal ganz klar sehen. Yield 12,53, genau, jetzt passt es auch mit meinen Zahlen überein. Short Interest liegen 5% hier drauf, ist nicht ganz wenig. Kann ich jetzt aber keine Begründung liefern. Hier gibt es mal einen positiven 12,7, ein Buying the Dip oder eine fette Dividende sozusagen ist nicht ein Vorbote eines Desasters sozusagen oder eine Vorbereitung für ein Desaster. Hier gibt es, er meint wiederum, Kane Lee vorbereitende fundamentale Verbesserung in Q1, ja, aber der Wert handelt auf einem Premium-Niveau, ja, das ist wohl wahr. Wir haben einen intern gemanagten BDC und die handeln alle auf mehr oder weniger hohen Premium über dem Net Asset Value. Das werden wir hier bestimmt auch noch sehen. Ja, sonst mischt sich das. Wir haben hier 7 Wall Streetler, ihr seht selber, und 6 Seeking Alpha, die teilen sich zwischen Buy und Hold Hälfte, Hälfte auf. Kurz die Kommentare hier oder kurz die Überschriften lesen. Q2 Earnings sind besser als erwartet, vor allen Dingen auf der Origination, also auf der Neuherausgabe von Darlehen. Nun, da sind wir jetzt gespannt. Wir schalten um zu den Zahlen und starten schon mal falsch. Da wollen wir hin. So, das geht also los, 30.09. Q2 2026, ich habe es ja mal als 2025, 26 beschrieben. Wir haben also bei den Investments immerhin eine Steigerung. Wir sind hier aus den 1,7, 1,78, 1,7 ist es flat gewesen von, ich sage jetzt mal Q4 auf Q1 und in Q2 jetzt also hier immerhin um 5,5% gewachsen. Das ist, finde ich, auch sehr positiv. Die einzige Chance, den sinkenden Krediterträgen entgegenzuarbeiten, ist ja das Portfolio zu vergrößern, was ja auch leichter sein sollte, weil für die Kunden die Zinsen ja dann ein bisschen günstiger werden. Also von daher, das ist ja auch der ganze Sinn der Zinssenkung, dass die Unternehmen auch wieder leichter Kredite aufnehmen können, um ihre Produktion zu steigern oder AI-Ressourcen aufzubauen oder was auch immer. Anzahl der Unternehmen habe ich jetzt nochmal neu nachgetragen, auch für das Vorquartal nach der SEC-Veröffentlichung von den 14,9 nach 14,6 im Schnitt. Das ist so ähnlich geblieben, zwischen 12 und jetzt auf 15 Millionen gestiegene. Ist so die Durchschnittsinvestition, die man tätigt. Hauptsächlich als Kredit, es gibt aber auch Equity-Beteiligung. Aber es ist ja kein BDC, der mit Venture Capital Firmen zusammenarbeitet. Also von daher werde ich auch im BDC-Vergleich die VC-BDCs, Hercules und Trinity, die habe ich jetzt ausgeblendet, weil das ist ein anderes Sachgebiet. Hier ist der Vergleichspartner Main Street zum Beispiel. Cashbestand 87 ist relativ viel, die haben sonst eher so unter 50 Millionen Cash am Quartalsende. Das kann bedeuten, dass sie das immer noch in Revolverfinanzierung wieder zurücktun können oder dass sie auch am Anfang Oktober Geld benötigt haben, zum Beispiel um ein Projekt zu finanzieren. Aktiv war insgesamt um 7% gewachsen. Ja, wenn Cash steigt und das Portfolio entsprechend steigt, dann muss auch der Gesamtbestand steigen. Das sind die beiden größten Aktivpositionen. Das sind hier in der Summe ja schon 1960 von 2021. Der Rest sind dann Forderungen kleinerer Art. Ausleihungen zur Finanzierung sind um 11% gestiegen. Die haben ein neues Papier begeben, ich glaube in der Größenordnung von 300 Millionen und haben dann aber auch ein Ding wieder vom Markt genommen, wenn ich das so richtig weiß. Müssen wir nochmal gucken. Eigenkapitalbestand gestiegen um 30 Millionen. Ja, es sind auch neue Aktien begeben worden.
denn das, was man an Gewinn sozusagen hat, das passt auch so in etwa zur Basisdividende, vielleicht ein bisschen drüber. Also sehr viel Steigerung des Eigenkapitals dadurch, dass man wenig Dividenden auszahlt und viel einbehält. Das kann hier auch rein rechtlich gar nicht passieren. Man muss dann also, wenn man Eigenkapital wachsen will, auch wieder neue Aktien begeben. Wichtig ist immer, was bleibt pro Aktie übrig für uns Altaktionäre. Eigenkapitalquote im Moment also wieder leicht gesunken von 48,7, also schon knapp an der 50%-Grenze jetzt auf 46,9. Und das ist dann also 47 in etwa. Das heißt, man hat 53, grob gesagt 53% Fremdkapital. Ja, Zinsen inklusive dem Payment in Kind, die sind, ja, müssen wir uns dann nochmal anschauen. Ich meine, es ist ungefähr 10, man kann es jetzt vielleicht, kann es hier so ein bisschen an den Zahlen ablesen. Ungefähr 15% sind nicht Cash sozusagen, aber da haben sie auch nochmal eine extra Darstellung in ihrer Übersicht. Das gucken wir uns nochmal an. Ja, dann kriegen sie auch Dividenden und Gebühren. Ne? Wenn ein Kredit abgeschlossen wird, fallen Abschlussgebühren an, durchaus in der Größenordnung 1%. Und wenn ein Kredit vorzeitig zurückgezahlt wird, muss der Kunde auch wieder Gebühren bezahlen. Und daneben aus den Equity-Beteiligungen, die sie haben, kassieren sie Dividenden. Das macht in der Summe eine Steigerung um 1,8% gegenüber Vorquartal. Und was ich schön finde, wenn ich beide addiere, liege ich 10% über Vorjahr. Das ist schon ungewöhnlich, denn wir sind ja oder gehen eigentlich ja davon aus, dass ein bisschen das Net Investment Income oder die Einnahmen in 2025, sage ich jetzt mal, oder in 2026, wie man hier sagen muss, unter Druck geraten wird. Ist im Moment hier auf der Einnahmesituation hier nicht sichtbar. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Portfolio hier, wenn ich ein Jahr zurückgehe, waren wir bei 1,5 Milliarden. Das ist ja schon 24% Steigerung, ist schon nicht ohne. Und davon bleiben als Zins dann nicht 24 übrig, sondern nur 16 oder 0,9, also knapp 17%. Das bedeutet also, dass die Zinsen, die hier eingesammelt werden, kleiner sind als im Vorjahr. Das sehen wir auch hier. Hier habe ich eine 13,1 Einnahmen gemessen an dem mittleren Investmentbestand und hier habe ich eine 12,5. Also da sehen wir schon einen Rückschritt, dass die Zinsen, die am Markt im Moment erzielt werden können, schon im Rückwärtsgang sind. Ja, wir hatten hier, glaube ich, den ersten Zinsschritt im September letzten Jahres vor der Wahl und jetzt haben wir 2 Zinsschritte, dass wir ja insgesamt schon 1 Prozentpunkt tiefer liegen. Dafür wäre das schon ganz gut kompensiert, wobei die letzten beiden Zinsschritte sich wahrscheinlich erst im nächsten Quartal Q3, Geschäftsjahresquartal Q3 2026 auswirken werden. Gut, genug erzählt. So, bei den Schulden sieht es leider wieder wie üblich bei allen BDCs anders aus. Hier haben wir also noch Zinsen von 12,6 und jetzt hier 16 Millionen. Das heißt, hier haben wir 27% Steigerung. Also auch hier, ich hatte es jetzt gerade für Realty Income auch gesagt, die Zinsaufwand steigt schneller als die Einnahmen und das muss auch irgendwann jetzt mal abgeplattet werden. Hier von 15,3 auf 16 klingt nach wenig, sind aber auch knapp 5% Steigerung. Und wir haben ja bei den Einnahmen 1,4 und hier 4,8. Also die Steigerung bei den Einnahmen hier auf Zinsen und Payment in Kind, das sind ungefähr $700.000 und hier gehen auch 700.000 alleine für die Fremdkapitalzinsen drauf. Wenn ich selber rechne, komme ich auf 6,3%. Die neue Anlage, die begeben wurde, ist zu 5,95 begeben worden als Zins. Also ein bisschen unter dem Durchschnitt, den ich hier ausrechne. Andere Ausgaben, das ist die Spezialität von Capital Source West. Die haben keine Gebühren, diese Zahlen, die sind intern verwaltet und zahlen also Verwaltungskosten, aber ich glaube, die minus 18,7, die stimmt hier nicht. Das korrigiere ich jetzt mal eine Sekunde. So, und schon geht es weiter. Die Gesamtausgaben waren nämlich 22,9 und das heißt 6,9 haben sie an sonstigen internen Aufwendungen. Das ist recht wenig. Wenn das ein extern gemanagter BDC wäre, stände hier mit Sicherheit irgendein Wert um die 20 Millionen, die an die Verwaltungsgesellschaft abgeführt werden würde. Und Capital Source West lobt sich auch immer dafür, wie niedrig die Ausgabenquote ist, die sie sozusagen haben. Das werden wir auch in dem Bericht gleich nochmal sehen. Ja, dann haben wir ein Net Investment Income
Das ist gesteigert um 0,3%. Man kann aber auch sagen, ist gleich geblieben. Von Q1 auf Q2 des Geschäftsjahres 2026 gegenüber Vorjahr immerhin noch eine Steigerung um knapp 3%. Wenn ich die beiden addiere und hochrechne, liege ich 8% über Vorjahr. Also Daumen hoch, würde ich sagen, das ist gut. Jetzt müssen wir noch gucken, wie ist das pro Aktie? Sind sehr viele neue Aktien rausgekommen. Bewertungsänderungen waren in beiden Quartalen ein bisschen negativ, Kreditvorsorge betrieben. Der Gewinn 27, jetzt 25, leicht rückläufig. Wenn man aber schaut, was wir im Vorjahr für einen Gewinn hatten von 70 Millionen, dann ist das sehr gut. Hier ist wesentlich kräftigere Bewertungskorrekturen nach unten haben hier 4-mal negativ erfolgt. Und das ist in diesem Jahr alles ein bisschen ruhiger, würde ich sagen sogar. So, Aktienbestand also immerhin um 3% gestiegen, von 55,2 auf 57 am Stichtag. Da sind auch keine mehr im Rückkauf gewesen, die haben sie alle wieder irgendwann an die Börse geschmissen. Mittlerer Aktienbestand, der Kurs, da hatten wir schon drüber gesprochen, ich mache das ein bisschen schneller jetzt. Kommen wir zum Buchwert, das ist ja das Entscheidende, der Buchwert pro Aktie, also auch für meine Aktien, die ich halte, ist um 3 Cent gestiegen. Da würde ich sagen, bin ich positiv überrascht. Ich werde über jeden BDC erfreut sein, der mit den aktuellen Zahlen an Steigerung im Buchwert sieht. Wenn man aber ein bisschen näher reinschaut, dann wird man erkennen, dass die Steigerung weniger aus der operativen Tätigkeit kommt, als aus diesen Aktien, die hier verkauft worden sind. Hier sind ja 2,5 Millionen Aktien verkauft worden und die sind eben nicht zum Buchwert verkauft worden, 16,62, sondern die sind für 22,50 verkauft worden. Und diese Differenz wird dann praktisch ja auf alle Aktien umgelegt und das ist eigentlich der Grund, warum wir hier eine Buchwertsteigerung sehen. Wenn es also keine neuen Aktien gegeben hätte, würden wir hier keine Buchwertsteigerung sehen. Umgekehrt heißt das aber, solange dieser Aufschlag an der Börse so groß ist, ist es vernünftig, dass Capital Source West neue Aktien begibt, auch für uns Altaktionäre. Und natürlich entsprechendes Geschäft da ist. Wenn kein weiteres Geschäft da wäre und das Geld einfach nur auf dem Konto stehen würde, dann wäre das auch Quatsch. Also muss natürlich auch eine Nachfrage nach Krediten bestehen. Ja, wenn man denn das Net Investment Income per Aktie anguckt, dann liegen wir jetzt bei 57. Vielleicht weiß es jetzt noch nicht jeder, wie hoch ist denn die Dividende. Ich weiß es schon und ich sage, das reicht jetzt nicht mehr. 59 ist über der Dividende, 57 ist drunter. Frage, wie groß ist die Dividende? So, der Gewinn ist nicht so entscheidend bei BDCs und REITs. Der liegt hier bei 50 und 46. Der wird halt durch diese Kursbewertungsänderungen im Kreditbestand sehr beeinflusst. Und der Gewinn, den man hier hat, der ist sogar super gut im Vergleich zum Vorjahr, weil man da eben noch stärker den Bestand korrigiert hat, wie wir oben schon gesehen haben. Der liegt 30% drüber, aber das Net Investment Income pro Share liegt jetzt 7% unter dem Vorjahr. Und das ist natürlich, jetzt sehen wir also schon durchaus Auswirkungen der Zinssenkung sozusagen. Ist das dramatisch? Ich würde sagen nein, denn zusätzlich zur Dividende von 58 Cent kriegen wir ja sogar noch 6 Cent Sonderdividende. Die speist sich aus dem sogenannten Spillover, also aus dem Topf der Erträge aus den Vorjahren, die nicht ausgeschüttet wurde. Und witzigerweise ist das sogar noch gestiegen, weil ein Teil der Bewertungsänderungen sozusagen hier nicht in den Gewinn geflossen ist. Die haben also einen Kredit, der schon ausgefallen war, den sie abgeschrieben hatten, der ist jetzt abgelöst worden und da haben sie das Geld bekommen. Das haben sie auch in den Spillover-Topf getan. Und wahrscheinlich, weil das Korrekturen der Vorjahre betrifft. Ich kann es nicht genau erklären. Und damit ist das Spillover sogar angestiegen und liegt jetzt so bei $1,12. Das heißt, die müssen weiterhin Sonderdividende zahlen, obwohl die Dividende jetzt schon in der Höhe des Net Investment Incomes liegt. Eine Dividende hier nochmal zum Verständnis, können wir da oben in der Ecke sehen, 58 Cent, Sonderdividende 6 Cent, macht 64 und die 58 Cent werden monatlich bezahlt und im dritten Monat werden dann die 6 Cent dazu addiert. Also 19,34 Cent jeden Monat und im dritten Monat gibt es dann 25,34 Cent, wenn ich das richtig im Kopf rechne. Dividende am NII, ja, wie in den letzten Quartalen über 100, ist an sich nicht so toll. Aber wie gesagt, mit dieser Situation, dass so ein dicker Topf von Spillover da ist, der auch weg muss, damit da keine Steuern drauf anfallen,
bin ich eigentlich optimistisch, dass diese Sonderdividende, die sie ja letztes Jahr noch wieder von 5 auf 6 Cent hier erhöht hatten und zusätzlich auch noch die Basisdividende von, irgendwo ist sie doch auch erhöht worden. Hier war es noch 57 Cent Basisdividende und hier haben sie 58 draus gemacht. Ja, das haben sie jetzt in Q2 auch nicht geändert. Ich denke, das ist jetzt nicht die Zeit, die Basisdividende zu erhöhen, sondern jetzt müssen wir schauen, wie lange kann die durchgehalten werden, wann muss man da vielleicht mal ran. Im Moment aber ist das, soweit ich gesehen habe, auch nicht vorgesehen. Ja, Dividende vom Kurs 11,7, also über 11 ist schon nice. Haben wir hier immer mit 12,8. Ich glaube, das waren auch so meine Erstkontakte, dass man durchaus mal 11 bis 12 und mehr Prozent hat sehen können, je nachdem, wo der Kurs stand. Hier haben sie mal so eine super Sonderdividende ausbezahlt von 46 Cent oder so in einem Quartal. Ich glaube, da kurz danach habe ich den Wert zum ersten Mal gekauft, ja. Also, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber da erinnere ich mich noch so dran. Ja, das so ein bisschen zu den Zahlen. Wir gucken jetzt nochmal im BDC-Vergleich quer. Wir haben also hier zum einen Main Street Capital und zum anderen, da will ich das 2025 haben, Barings und die Venture Capital sind ausgeblendet. Also Q2 ist jetzt Kalenderquartal Q3, die anderen sind noch im echten Kalenderquartal Q2 Assetbestand und da muss man dann eben schon sagen, Barings ist deutlich größer und Main Street Capital ist dann auch nochmal eine andere Hausnummer sozusagen. Trotzdem positive Entwicklung haben wir bei Barings auch. Mittlerer Assetbestand ist größer als bei Barings. Barings hat noch viel mehr kleine Unternehmen, die mit Kapital versorgen. Und Main Street ist so ein bisschen größer, was die Kreditvergabe hier betrifft. Das ist so fast nicht ganz doppelt so groß sozusagen. Wobei das auch dadurch gebremst ist, dass die sehr viel Equity-Beteiligung, also sich Anteile von ihren Kunden kaufen, 5% oder 10% der Aktien des Kunden kaufen und dann ein Darlehen vergeben, damit sie überall ein bisschen reingucken können und an der guten Geschäftsentwicklung teilhaben. Das ist so ein bisschen eine Zwischenposition zwischen Venture Capital und regulären BDCs, würde ich sagen. Das macht Capital Southwest auch, aber deutlich seltener. Eigenkapital haben wir gesehen, der Hebel über 1. Einnahmen auf die Asset 12,5. Das ist durchaus sehr gut. Letztes Jahr waren wir bei 12, hier hatten wir auch mal eine 13. In den Niedrigzinsphasen hat man aber auch gelebt mit 10 oder 11%. Also nicht gleich denken, die Welt geht unter, wenn der Zins nochmal ein halbes Prozent sinkt. Net Investment Income, was kaufe ich an der Börse durch diesen hohen Zuschlag, verschwinden die 12,5 wieder zu 10,3%. Und reduzieren sich. Ja, aber das ist bei Main Street natürlich noch viel krasser. Und bei Barings, da man Barings mit Abschlag handelt, kriegt man an der Börse sogar ein höheres Net Investment Income pro Aktie, weil der Börsenpreis so niedrig ist. Der Zinsaufwand noch unter 30% hat sich hier nicht verschlechtert. Finde ich schon mal gut. Es sollte eigentlich, ja, es hat sich vor allen Dingen deshalb nicht verschlechtert, weil mein Formel hier nicht mitgelaufen ist. Ist AN richtig? Nee, AN ist nicht richtig. Wir sind ja hier auf. Ach ja, genau. Passiert dem Besten mal. So, AS, da sind wir jetzt richtig, die Indizierung. So, und dann haben wir also sogar einen Rückgang, Zinsaufwand an den Einnahmen um 1 Prozentpunkt gesunken. Das ist ja dann doch ganz gut. Wir haben bei den anderen, bei Barings ist es auch ein ganz bisschen zurückgegangen und bei Main Street auch mit den Q2-Zahlen. Also von daher alles gut. Unter 30 ist auf jeden Fall noch ein guter Wert. Ein sehr guter Wert unter 25, wenn es 20 nähert und alles, was unter 20 ist, ist ja top. Da gibt es aber, glaube ich, einen oder zwei noch, Fidus und Herkules, die unter 20 sind. Je weniger für Fremdkapital ausgegeben wird, umso mehr bleibt für mich als Aktionär übrig, ganz einfach. Von den ganzen Einnahmen, die haben, bleiben 56% für uns Aktionäre übrig. Das ist ein sehr guter Wert, wie man bei Barings hier sehen kann. Bei Barings hangeln die sich bei den 40% rum. Unter 40 ist nicht so schön, sage ich jetzt mal. 61 bei Main Street, ja, das ist der Grund, warum der Wert auch so hoch an der Börse gehandelt wird, dass hier extrem viel von den Einnahmen für die Aktionäre übrig bleibt. Aber 56 finde ich eigentlich auch noch sehr gut. Preis an der Börse ein Aufschlag von 31% am 30.09. Bei Main Street waren wir am 30.06. hier bei 83 Aufschlag und Barings gibt es günstig.
Dividendenrendite also unter 12%. So, wenn man das wieder mit Main Street vergleicht, also für mich wäre Capital Southwest interessanter, einfach weil es mehr Dividende gibt und der Wert an sich auch nicht schlecht ist. Und die 50% hier, die zahlt er an der Börse auch mit, wenn er die Aktie kauft. Und das finde ich schon, also über 80% Aufschlag, das ist schon ein bisschen viel. Das ist ja ein Unterschied hier zu Barings-Hin sind das über 100%, oder? Das ist ja Wahnsinn. Dividende 2,56, das stimmt. Steigerung noch ganz gering gegenüber Vorjahr, aber ich denke mal, die Zeiten sind jetzt erstmal vorbei. Da rechne ich in den nächsten Jahren nicht damit. Da werden wir wohl auch ab und zu bei vielen BDCs ein Minus sehen und vielleicht auch bei Capital Southwest. So, jetzt können wir noch einmal hier in diesen Bericht hineingucken. Das ist nicht der reine Zahlenbericht, den habe ich daneben. Hier haben wir auch andere Sachen, wie zum Beispiel die Bilder von Sana und Rehberger, das ist der CFO und der Chief Executive Officer, nicht, dass ich den irgendwie kennen würde, aber seit 2015 ist er schon Mitarbeiter, also seit 10 Jahren dabei, 30 Jahre Erfahrung, das freut uns. Also 1961 habe ich bei denen mal so alte Jahresergebnisse angefragt, haben sie aber nicht beantwortet. Seit 1988 als BDC und im Nasdaq werden sie gehandelt, intern gemanagt, 32 Angestellte, das finde ich immer noch super wenig. Ja. Lower- und Middle Market, genau, das ist so ihr Zielpublikum für die Kredite. Die Zahlen haben wir im Prinzip schon gesehen. Man hat also hier 350 Millionen neue Notes begeben im September. Bis September 2030 laufen die. Und dann mit dem Geld nimmt man auch alte Notes vom Markt, hier die 2026er Oktober-Notes. Und einfach weil die höhere Zinsen haben wahrscheinlich. Hier haben wir das nicht ausgeschüttete Spillover, die nennen das immer UTI, Undistributed Taxable Income, 1,13 $. Und das ist eben gestiegen von $1 auf 1,13 $. Der Grund, das hängt mit einem Kredit zusammen, der komplett ausgefallen war, aber trotzdem jetzt Geld gebracht hat. Genau, man hat auch wieder Shares begeben und hat die für 22,81 verkauft. Ja, je höher der Preis, desto mehr bleibt übrig. Genau, das andere müssen wir jetzt nicht im Detail anschauen. Was ist an neuen Krediten vergeben worden? 245 Millionen in neue Investments hier vergeben worden. Und da sieht man, Equity-Beteiligung 3,3 Millionen, das ist 2% hiervon. Das ist nicht entscheidend sozusagen. Wenn wir hier 30 Millionen hätten oder 20 Millionen, dann wäre das schon entscheidend. So ist das ein bisschen ein Zubrot, was man da hat. Man hat also 7 neue Companies und 3 exited. Passt auch wieder, wenn ich das jetzt so addiere zu den Zahlen, die so an anderer Stelle veröffentlichen, passt das auch wieder nicht zusammen, aber gut. Ich nehme das mal so hin, wie sie das hier schreiben. Gucke ich das nochmal nach. Nicht, dass ihr denkt, der erzählt euch hier nur was. Na doch, das passt jetzt. 122, 126 ist eine Differenz von 4 und 7 minus 3 ist 4. Okay, stimmt. Nehmen wir alles zurück und behaupte das Gegenteil. Der durchschnittliche IRR, also sagen wir mal so ein XIRR, sind 13% auf 105 Portfolio Company Exits. Das heißt, im Schnitt von den Exits, die sie gemacht haben, nur wenn das Investment zu Ende ist, kann man so ein XIRR berechnen. Da haben sie im Schnitt 13% verdient. Und insgesamt 1,3 Milliarden Gewinne sozusagen gemacht. Also 105 ist jetzt wirklich auf die ganze Firmengeschichte bezogen. Das sind die Unternehmen, denen man Geld geliehen hat, Eigenkapitalbeteiligung gemacht hat und die das dann auch zurückgezahlt haben oder ausgefallen sind. Das ist ja, kann alles passieren. Hier sehen wir das nochmal. NAV letztes Quartal, 61 Cent Earning, 58 Basisdividende, 6% Sonderdividende sind 64. Das heißt, dieser Block steht minus 0,03. Dann hat man Abschreibungen im Kreditportfolio von minus 11. Und das Einzige, was das noch rettet, das sind ist das Grüne und das ist die Accretion, also die Akkredition, also der Zuwachs durch Herausgabe von neuen Aktien. Also schön from Equity Issuance. Also man hat neue Aktien begeben und man verkauft die eben nicht für 16,62 NAV-Wert,
bei 16,59, sondern man verkauft die dann für 22,80. Und diese $6, die dazwischen sind, die gemessen, verteilt auf alle Altaktien, gibt dann also sozusagen diese 18 Cent. Vereinfacht gesagt. Ja, hier haben wir es nochmal mit den 126 Unternehmen. Es gibt noch so eine schöne Grafik, was die Kosten angeht. Die wollte ich eigentlich nochmal sehen. Achso, das ist vielleicht auch nochmal interessant. Wir haben 91% aller Firmen sind in Qualitätsstufe 1 und 2. In der schlechtesten Stufe ist jetzt nur noch ein Unternehmen. Eins ist ja rausgenommen worden. Das war aber schon komplett abgeschrieben. Also, sodass der Fair Value gar nicht geändert hat hier von 3,8 auf 3,8. Es ist nur ein Unternehmen, was komplett auf Null stand. Da ist noch Zurückzahlung gekommen und ist der Vertrag aufgelöst worden. So, und dann haben wir hier jetzt statt 2 haben wir hier 3. Also in den beiden untersten Klassen hatten wir 4 und haben wir jetzt auch wieder 4. Und dann, der schwer über 90% sind eben in den Kreditratings 1 und 2. Hier ist nochmal die Wertentwicklung, Total Value Creation, aber da müsste man die Aktie im Börsengang kaufen oder so. Das machen wir ja jetzt sowieso nicht. Hier sehen wir die Dividenden. Ja, genau. Hier hat es mal Sonderdividenden noch gegeben. Hier die 50 Cent. Ja, an die erinnere ich mich noch. 50 Cent Sonderdividenden. Gab es 97 in einem Quartal Cent. Das ist schon nicht schlecht gewesen. So, und dann haben sie es aber, die Basisdividende ist konstant gesteigert und Sonderdividenden. Und wie gesagt, wir haben eben dieses UT von 1,12 oder 1,13 was wir da jetzt immer noch haben. So, hier, das ist das nicht, was ich mir anschauen wollte. Portfolio, Gewichtung in Richtung auf erstrangig wollte ich mir nicht anschauen, sondern ich wollte mir anschauen die Kostenübersicht, das haben wir hier, intern gemanagt und intern gemanagte Strukturen und das, was wir hier an Kurve sehen, sind die Operating Expenses, also der interne Aufwand in Abhängigkeit von den Total Assets. Der liegt also, ja, der war hier auch mal höher, 4%, 3,7. Da hätte jetzt Ares sagen können, das machen wir aber billiger. Aber die haben das jetzt hingekriegt, dass sie bei 1,6 angekommen sind. Und das ist ja schon unter dem Basisfee von vielen anderen extern gemanagten BDCs. Die zahlen dann 1,75 oder 2% Basisfee, die legen dann schon mal hier, plus noch eine Ertragsgebühr, die dann durchaus nochmal 1 oder 1,5% ausmachen kann. Und das ist natürlich hier bei Capital Source West vorbildlich sozusagen. Also es gibt schon einen Grund, warum die an der Börse höher gehandelt werden. Da bleibt einfach vom Ertrag oder vom Einkommen bleibt mehr Ertrag für die Aktionäre übrig als bei den extern gemanagten. Hier sind nochmal die Schuldpositionen. Dieses Jahr fällt nichts an. 2027 fällt nichts an und 150 Millionen, das haben sie ja fast auf dem Konto liegen. Hier sind die neuen Notes, 350 Millionen für 5,95. Wir hatten gesehen, ich hatte so einen Durchschnittszins von 6,11 oder was ausgerechnet, oder 6,20. Was habe ich denn da ausgerechnet? 6,3, na, ich wusste es doch. So, da liegen wir also mit dem neu vergebenen Darlehen, liegt man also, was die Rate, die auf diesen Notes liegt, sozusagen, da liegt man drunter dann. Weiß nicht, ob hier, ne, hier können wir nicht sehen, das ist kein Vergleich mit dem Vorquartal, was jetzt schon zurückgezahlt wurde, aber es wurde ja gesagt, es soll jetzt im Oktober sollen diese hier ausgelöscht werden. Warum? Weiß ich jetzt nicht, die sind ja zinstechnisch eigentlich ein bisschen drunter, aber keine Ahnung. Kann ich jetzt auch nicht beantworten. Dann vielleicht will man wirklich das ganze Feld hier sozusagen auch leer haben. Ja, das sind die Zahlen. Wir können mal auf Payment in Kind schauen. Haben wir das hier schon gesehen? Kommt das noch? Genau, das ist ja nochmal interessant. Also wir haben 48 Millionen Zinseinnahmen und Payment in Kind 2,8. Ähm, ja, genau, das ist das Quartal, was jetzt endet. Ja, okay. Das sind also, was die Zinsen angeht, ähm, doch weniger als 6%, so würde ich jetzt mal im Kopf rechnen. Ja. Dividenden und hier die Gebühreneinnahmen, das ist dann ungefähr gleich hoch. So, dann sind wir eigentlich durch alles durch, würde ich sagen. Jetzt kommt hier nochmal Fair Value Betrachtung. Ich glaube, das brauchen wir jetzt auch nicht. Managementgebühren, ja, das ist halt schon wirklich wenig, kann man nicht anders sagen.
Ne, Management, das sind Fees, sind Einnahmen, ist die Einnahmesituation, ja. Okay. Hier nochmal, wie viel, ist Cash Income? Das heißt, das Payment in Kind wird hier rausgenommen. 95% ist relativ hoch. Hier hatten wir 92, hier 'ne 94, also es ist nicht gesunken. Es gibt ja auch immer die Theorie, das Payment in Kind steigt immer weiter an bei den BDCs und dann das kann man für Capital Southwest jetzt hier nicht unbedingt sagen. Und dann ist nochmal, wie viel ist recurring? Also die Gebühreneinnahmen sind ja nicht wiederkehrend, also recurring wiederkehrende Einnahmen, sondern nur die Zinseinnahmen sind wiederkehrend. Auf die Dividenden kann man vielleicht auch nicht vertrauen, dass die ganz sicher wiederkommen. Weiß jetzt nicht, wie die das bewerten, aber die rechnen jedenfalls aus, wie viel von ihrem Einnahmeportfolio ist sicher fürs nächste Quartal. Da werden natürlich trotzdem auch wieder neue Kredite abgeschlossen. Es gibt auch wieder vorzeitige Rückzahlungen. Also von daher würde ich dem auch jetzt nicht zu viel beimessen. Wir haben hier natürlich, jetzt können wir nochmal auf diese Zinsänderung Situation gucken. Das war durchaus anders bei Trinity. Da haben wir gesehen, wenn bei Trinity es 100 Basispunkte runtergeht, also 1%, dann hat das kaum Auswirkungen auf das Net Investment Income, weil die sehr enge Bodenraten da eingezogen haben und auch einen größeren Anteil an Fixed Income haben. Hier ist nur 3,4% Fixed Income und der Rest ist variabel und die Bodenraten sind auch noch nicht wirksam. Also das heißt, sinkende Zinsen, 50 Basispunkte ist ja im nächsten Quartal möglich, könnten durchaus zu einer Reduktion des Net Investment Incomes um 14 Cent führen. Wie kann man es kompensieren? Durch neue Kredite. Man verbreitert die Basis. Ja, wir werden das nächstes Quartal sehen, was da so passiert. Aber sagen wir mal, die sind zinssensitiver als Trinity zum Beispiel. Das kann man hier schon deutlich ablesen. Ja, damit sind wir durch und es grüßt der Chairman und ich grüße auch und ihr wisst ja, was ihr machen sollt. Kanal abonnieren, Like da lassen und so weiter und wir sehen uns dann beim nächsten Wert.